Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Der Krieg ist an diesem Tag eingebrochen in das Leben der UkrainerInnen und in ihre Kunst. Es gibt doch dieses Sprichwort: Kunst ist die Sprache der Seele. Was also antwortet die Seele, wenn der Krieg sie fragt? Ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Lieben Sie Ihre Eltern stärker. Umarmen Sie Ihre Kinder fester. Besuchen Sie Ihre Lieben öfter. Am Morgen des 24. Februar 2022 wurden wir von Explosionen geweckt. Ich verstand sofort, dass der Krieg ausgebrochen ist. Als erstes rief ich meine Mutter an, aber sie antwortete nicht. Mein Mann ging sofort los, um das Auto zu tanken. In der Zwischenzeit packte ich hastig meine Sachen zusammen. Meine Tochter schlief und ich weinte ununterbrochen. Мене звуть Інеса, я художниця. Мистецтво та навколишнє середовище були та є для мене дуже важливими. Я приїхала з України, моє рідне місто Харків. Там у мене було дуже наповнене життя. Родина, робота, сад, волонтерство, друзі. Моє життя було повне важливих подій і повне позитиву. Charkiw liegt nahe an der russischen Grenze und gehört zu den Städten, die der russische Eingriffskrieg besonders schwer getroffen hat. Überall findet man die Spuren dieses Krieges auch in Inessas bildender Kunst und Fotos. Для мене дуже важливо, що я можу розповідати в Європі про події в Україні, бо я знаю зсередини, що відбувається. Ми маємо допомагати нашій країні там, де ми є. Я роблю це крізь мистецтво. Im Theaterstück Lichter in der Finsternis erzählt Inessa auf der Bühne von ihrer Flucht. Wir verließen Saltivka über Charkiw in Richtung Datscha. Es kam zu lange Staus, es gab viele Gedanken, es gab viel Angst. Von allen Seiten waren Explosionen zu hören und wir konnten Rauch sehen. Mein Mann fährt, ich sitze vorne. Auf dem Boden unter mir steht eine Glasdose mit Aquariumfischen. In meinen Armen ist eine Katze. Meine Tochter, der Hund, die zweite Katze sowie Taschen mit den wichtigsten Dingen sind auf dem Rücksitz. Da wurde mir klar, dass im Inneren aller Autos alles gleich war. Ehepartner, Kinder, alte Menschen, Tiere, ein paar Taschen und Angst. Wenn eine Rakete trifft, werden die Autos unabhängig von ihrem Wert auf die gleiche Weise brennen. Wir standen lange auf der Straße und bewegten uns nur langsam. Ich hatte Blickkontakt mit einer Frau im Auto rechts. Sie hatte auch eine Katze in den Armen. Wir sahen uns lange an, ohne wegzuschauen. Ich weinte. Sie auch. Ich erinnere mich noch genau an ihre Augen. Sie waren groß, voller Schock. Ich sah darin die gleiche Angst, die gleiche Trauer, den gleichen Schmerz und die vielen Fragen. Was passiert als nächstes mit uns? Werden wir überleben? Мені важко виступати з власною історією. Кожен раз мені доводиться переживати ці жахи війни. Але я маю це робити, щоб люди могли це зрозуміти і замислитись. І я дуже хочу, щоб війна була тільки на сцені, в книгах і у спогадах людей, і ніколи більше.
Ви молодці. Also ich bin Maria Satailo, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus der Ukraine. So letzte 3 Jahre habe ich in Kiew gewohnt. Доброго вечора. Guten Abend. Саме так, ми з України. Я чекала на організатора, але окей, почнемо так. Wir danken Organisatoren für diese Möglichkeit, unsere Kultur hier zu präsentieren. Und ich möchte ein Lied von Jamala, sie hat mit diesem Lied im 2016 Eurovision gewonnen und es geht um Geschichte über Krim-Tataren und wir möchten immer sagen und erinnern, dass Krim ist Ukraine. Krim ist Ukraine. Weil es ist schon mehr als 2 Jahre. Und ja, natürlich, man vielleicht liest diese Nachrichten nicht so oft wie am Anfang. Aber ich mit meiner Musik will einfach weiter reden. Und ich hoffe, dass es hilft. Als der Krieg ausbricht, studiert Maria gerade Gesang in Kiew. Sie ist im letzten Jahr ihres Bachelorstudiums, macht Pläne für die Zukunft. Doch dann ändert sich ihr Leben schlagartig. That's how people in conservatory in Kiev studying. That's a danger. Maria flieht, wie viele andere, in die Westukraine, weg von der russischen Grenze. Dort kommt sie in der Wohnung einer Bekannten unter. Damals habe ich verstanden, dass es sehr wichtig ist, so Musik zu machen und zu singen. Für alle, ich glaube, für alle Ukrainer, das hilft, weil wir haben auch viele Videos gesehen, wo Leute so in Shelter sitzen und einfach singen, so ukrainische Volkslieder. Und dann hatte ich eine Idee, dass wir so mit meinen Freundinnen dieses Kind aufnehmen und im Internet, so in Instagram posten, weil da war auch so viele Leute, die unter Raketen und alles und vielleicht sie öffnen, keine Ahnung, Instagram und unser Video sehen und es hilft. Für mich, das war auch so, wow, okay, es hilft auch für Körper. Du singst dieses Lied und alles wie normal, alles okay. Über ein Programm ihrer Hochschule bekommt Maria wenige Wochen nach Kriegsausbruch das Angebot, ins Ausland zu gehen. Gemeinsam mit anderen Musikstudentinnen wird sie über Polen nach Deutschland gebracht. Als Maria auf der Flucht in einem Theater in Polen übernachtet, nimmt sie dieses Video auf.
von Anfang haben wir mit Musik unsere Situation erzählen. Musik redet auch, weil alle Melodien, die wir haben, so viele auch ukrainische Lieder, so Volkslieder. Wir haben hier auch so viel Mal gesungen und viele Leute so fragen, wow, welche Sprache war das, worum geht es und so. Und das ist auch für uns wichtig, weil wir haben so große Kultur und wir möchten einfach das in Welt bringen. Nicht nur in der Ukraine das haben, aber auch weiter, weil das ist unglaublich schön und interessant. Wir haben damals da angefangen, haben wir so einen Telegram-Kanal gegründet für die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge und haben da mehr oder weniger geholfen, mit irgendwelchen Sachen zu organisieren, mit Übersetzung, mit alles mögliche Sachen. Und da hat Dima geschrieben, dass er eine Gitarre sucht. Wir sind zusammen im Musikgeschäft gefahren, haben uns Gitarre rausgesucht und so mehr oder weniger haben uns kennengelernt und haben mir festgestellt, dass wir gleichen Musikgeschmack haben. Im Zimmer von Sergejs Töchtern proben sie hier. Der Bandprobenraum steht nach einer Flut unter Wasser. Sergej kommt ursprünglich aus Russland. Dmitro, der auch Dima genannt wird, flieht im Juni 2022 aus Odessa in der Ukraine. Weil er blind ist, ist es dort besonders gefährlich für ihn. Zusammen mit Jevhen und Misha gründen sie die Band Voice Over. Так можешь переводить сейчас. Я музыку использовал, чтобы бороться со своим страхом. Во время воздушных тревог я почти всегда... Я не мог идти в бомбоубежище, потому что это всегда было далеко и сложно. И я жил со старой бабушкой. Писал, когда я новые песни, то этими песнями я как бы поднимал себе настроение. Früher habe ich ein bisschen schwieriger und seriöser Lieder geschrieben. Jetzt schreibe ich ein bisschen lustiger, leichter. Я знаю, що флейта не тарабарабан, можуть зцілити від душевних ран. Ich glaube auch, wenn auf Konzert noch die ukrainischen Flüchtlinge kommen und die dann auch jeder über Krieg hören würden, das macht dann noch mehr Druck wahrscheinlich. Lieber irgendetwas Leichteres zu spielen, was mehr Spaß macht zum Beispiel, weißt du, meine Meinung nach. Ja. Dann können die Leute auch das alles vergessen. Мире и так много вещей неприятных. Ja, es gibt viele Sachen, die halt Krieg und alles, aber durch Musik kann man das alles vergessen und finde ich. Zumindest ein bisschen erträglich. Erträglich, ja. Помогает наша музыка, группа наша помогает в Германии.
Ну, опять же, то, что я уже говорил, это мой способ самовыразиться, познакомиться с людьми. Это мой способ, ну, как, ну, собственно говоря, через мою музыку практически весь мой круг знакомств здесь сформировался. Mein Name ist Katrin, ich komme aus der Ukraine und ich bin 18 Jahre alt. Ich wohnte in Kharkiv. Entschuldigung. Es ist natürlich sehr schwierig, über meinen Staat zu denken, weil ich habe da jetzt meine Familie und ich vermisse die natürlich. Ich wohnte da mit meiner Mutter und Großmutter, aber die starben vor ein paar Monaten vor dem Krieg und hatte sehr viel schwierige Situationen in meinem Leben. Aber dann, als ich nach Deutschland kam, ist mein Leben so wie neu gestartet. Ich habe jetzt so wie zweites Leben. Nach ihrer Flucht nach Deutschland beschließt Katrin, einem Kindheitstraum zu folgen und zu tanzen. Ich dachte immer, dass ich das nie mache. Das ist so wie, nein, das passiert nicht. Und als ich nach Deutschland kam, ich dachte, vielleicht das ist schon eine Möglichkeit, das anzufangen, einfach anfangen zu leben. So. Katrin findet die Salam Aleiki Dance Company, eine Tanztheatergruppe, in der viele Frauen tanzen, die wie Katrin aus ihren Herkunftsländern geflohen sind. Wir sind hier wie eine Familie. Jeder kann mit seinem eigenen Problem kommen und wird unterstützt. Leiterin Heidi Riese ist Tänzerin, Choreografin und Traumatherapeutin und arbeitet seit Jahrzehnten mit Menschen in schweren Lebenssituationen. Hallo, macht Kunst auf die Bühne, stellt Probe. Ich glaube, die meisten würden ohne Kunst, ohne Tanz einfach nicht überleben können. Und es ist eben auch, viele Leute, zum Beispiel gerade Geflüchtete, die kommen, sind ja nur Bittsteller. Die gehören nicht dazu, die rennen zum Jobcenter, zur Ausländerbehörde. Sobald ich Kunst mache, egal welche Form, gebe ich was. Und dann bin ich. Und dann ist es völlig egal, welche Sprache ich spreche. Für mich ist auch völlig egal, ob jemand Tanzerfahrung hat. Tanz heißt nicht, dass ich mein Bein ganz nach oben strecken kann. Ich kann tanzen, wenn ich was ausdrücken kann. Man kann nicht glauben, dass es Leben ist. Ich dachte, so ist ganz anders Welt. Also ich fühle mich mit dem Publikum verbunden, aber manchmal denke ich, dass ich hier allein bin, nur ich und meine Gruppe, und wir sind wie etwas zusammen. Ich kann das auch nicht mit normalen Wörtern beschreiben, weil auch auf Ukrainisch, weil was man nicht sagt, das ist, was man fühlt. Wenn ich tanze, kann ich meine Gefühle ausdrücken oder über Dinge sprechen, über die ich im Leben nicht sprechen kann. Zum Beispiel, ich habe einen Solotanz, den ich schon ein paar Mal auf der Bühne gezeigt habe. Die Bedeutung des Tanzes ist, dass ich eine Marionette bin.
Das Böse kontrolliert mich. Das Böse ist alle schlimmen Situationen, die in meinem Leben passiert sind, so wie der Verlust meiner Mutter und Großmutter oder der Krieg. Mein Solo ist für mich schwierig, auch körperlich und psychologisch mit meinen Gefühlen, weil ich brauche da sehr viele Gefühle. Aber es tut sehr, sehr gut danach. Als ich das gezeigt habe, zum ersten Mal sagten mir ein paar Leute, dass sie geweint haben. Und ich war, oh, das ist toll, dass ich einfach was zeige, ich einfach was mache und andere Leute denken was an Eigenes und können weinen und ich kann irgendwelche Gefühle rausholen sozusagen. Das ist unglaublich. Am Ende habe ich keine Kraft mehr. Aber dann finde ich die Hoffnung und sie hilft mir, weiterzukämpfen. Wenn was Schlimmes passiert, vielleicht nicht Krieg oder etwas, sind wir in schwierigen Situationen. Manchmal verstehen wir nicht, was passiert mit uns. Und wir sollen etwas machen, aber was? Und durch Kunst, denke ich, kann man etwas Gutes tun. Йоу, чи не хочеш, чи не хочеш, чи не хочеш, чи не хочеш розказати, як правильно написати, чи можливо в тебе інші пропозиції стосовно того, як зайняти правильні позиції. Ти відкриваєш рота, я відкриваю вуха, краще стільки чоловік, краще стільки, що ти сука хочеш говорити. То говори, я мовчанку ми пограємо, як накинуться твори, сподіваюсь, що не вийдемо нікому заважати, як до ранку не лягати, не спати. І цілком можливо, що не дай, чи зайняти так, щоб не довелося від поліції ховатись. Коли ти до нас, нас тобою чекати, я не знаю, що навіть так, парастелі від твої сюди показати. Хоче бути ближче, розлітаються парка.